Liebe Mitglieder der Johannes Gutenberg Universität Mainz, vor 1,5 Jahren im März 2020 mussten wir den Präsenzbetrieb unserer Universität Corona-bedingt erheblich einschränken, teilweise sogar vollständig einstellen. 3 Semester lang waren wir im sogenannten Notbetrieb oder im eingeschränkten Regelbetrieb. 3 Semester lang mussten wir weitgehend digital miteinander kommunizieren. Alle Dimensionen des universitären Lebens waren davon betroffen: Studium und Lehre, Forschung, wissenschaftliche Weiterbildung und nicht zuletzt Verwaltung und Technik. 3 Kohorten von Erstsemestern haben ihr Studium aufgenommen und dabei weder den Campus noch ihre KommilitonInnen oder die Lehrenden in Präsenz kennenlernen können. Alle Mitglieder der JGU haben in diesen 18 Monaten Außergewöhnliches geleistet. Dafür kann ich Ihnen allen persönlich und im Namen des gesamten Präsidiums nicht oft genug danken. Ohne Ihr Engagement, ohne Ihre Geduld, wenn mal etwas nicht sofort funktioniert hat, ohne Ihre Bereitschaft, sich auf neue Formen des Arbeitens, des Lehrens und Lernens, des Forschens und der Kunstausübung einzulassen, hätten wir diese Monate nicht so erfolgreich hinter uns gebracht. Zugleich hat uns diese Zeit eines deutlich vor Augen geführt: Die JGU lebt als Campus-Universität geradezu davon, dass sich Studierende, WissenschaftlerInnen und MitarbeiterInnen nahezu aller Fachbereiche, der zentralen Einrichtungen und der Verwaltung auf unserem Campus im täglichen Miteinander persönlich begegnen. Viele Studierende, viele Forschende schätzen gerade diese Möglichkeit des interdisziplinären Austauschs als besonderes Charakteristikum unserer Universität. Es wird höchste Zeit, dass wir dieses persönliche Miteinander endlich wieder ermöglichen. Die Entwicklung der Pandemie und insbesondere der Fortschritt beim Impfen zeigen, dass wir in diesem Wintersemester die notwendigen Schritte wagen und zu weitgehender Präsenz auf dem Campus zurückkehren können. Entsprechend hat es die Landesregierung in der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung erstmals ermöglicht, die bislang geltenden Abstandsregeln im Lehrbetrieb der Hochschulen durch eine Maskenpflicht zu ersetzen. Das erlaubt uns, einen großen Teil unserer Lehrveranstaltungen wieder in Präsenz anzubieten. Alle Lehrveranstaltungen mit Gruppengrößen bis zu 100 Personen können in Präsenz stattfinden. Im größten Hörsaal, dem RW1, können sogar bis zu 400 Personen teilnehmen. Diese Begrenzung verhindert allzu dichte Begegnungen zwischen den Lehrveranstaltungen. Gleichzeitig können wir so über 90% aller Lehrveranstaltungen in Präsenz möglich machen. In Bibliotheken und zusätzlich in großen Hörsälen werden gut 3.500 studentische Arbeitsplätze bereitgestellt. Dabei gelten für alle Studierenden und alle Lehrenden die 3G-Regel. Zutritt zu Lehrveranstaltungen hat nur, wer Impfung, Genesung oder einen negativen POC-Antigen-Test nachweisen kann. Die Einhaltung der 3G-Regel wird stichprobenartig durch einen Sicherheitsdienst überprüft. Den Lehrenden steht es frei, entsprechende Nachweise auch selbst zu kontrollieren. Verpflichtet sind sie dazu nicht. Innerhalb der Gebäude und insbesondere für alle Lehrveranstaltungen gilt ferner Maskenpflicht auch am Platz. Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn die Art der Tätigkeit das Tragen einer Maske unmöglich macht. Wenn Menschen aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, werden wir angemessene individuelle Lösungen finden. Diese einfachen und klaren Regeln halten wir zu unser aller Sicherheit und im Sinne unserer gesellschaftlichen Verantwortung für unverzichtbar. Ich bitte um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung dafür. Wir erfüllen mit diesem Vorgehen den Wunsch, der von vielen Studierenden und von vielen MitarbeiterInnen unserer Universität in den vergangenen Monaten immer wieder an uns herangetragen wurde. Tun wir unseren Teil dazu, dass das Wintersemester für uns alle ein Erfolg wird. Ich freue mich darauf, dass wir auf diese Weise endlich wieder Leben auf unserem Campus ermöglichen können. Ich freue mich darauf, Sie in den kommenden Wochen und Monaten endlich einmal wieder persönlich treffen zu können.